Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, es geht heute mal wieder um die Hobbywing-Regler. Diesmal nicht so wie bei dem Video, wo ich euch die Einstellung gezeigt habe, wie man sie programmiert ohne die Programmkarte, sondern diesmal soll es um die Parameter gehen, um die Einstellmöglichkeiten, die wir hier vornehmen können und was man da halt falsch machen kann, was man am besten einstellen sollte, worauf man zu achten hat. Das alles in diesem Video. Ja, und somit wären wir dann bei den Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier halt zwei Programmkarten, die wir wählen können. Bei den 150 Ampere Reglern und den 120 und den davor, die kleineren Regler, ist die Programmierkarte auf jeden Fall für geeignet. Bei der LCD Programmkarte, ja, das geht dann ab den Max 8 aufwärts. Also Max 6, ich meine, der Max 5 müsste auch noch funktionieren mit der Programmierkarte. Das geht natürlich auch mit der Programmierkarte. Bloß ich finde die hier angenehmer, da sie das direkt in Text anzeigt und man muss nicht hier in der Tabelle suchen, welches Feld für was ist. Unter anderem kann man auch mit dieser Programmierkarte noch eine Firmensoftware aufspielen und man kann die noch als Batteriechecker nutzen. Und ja, ich arbeite eigentlich gerne mit der Programmierkarte. So, ich führe euch das hier an einem Max 8 vor. Wir haben den Port für den Lüfter abgesteckt, die Programmierkarte reingesteckt. Akkus sind angeschlossen. Und wir machen den einmal an. So, dann einmal drücken. Und dann zeigt er uns auch schon direkt die Software am Anfang an, die da installiert ist. So, da sind wir im ersten Feld und wir können hier mit Value wählen, was wir hier einstellen möchten. Vorwärts Bremse, vorwärts, rückwärts Bremse. Okay, zwei Felder haben wir hier. Und da nehmen wir vorwärts, rückwärts Bremse natürlich. So, okay. Dann gehen wir mit Intem auf den zweiten. So, Punkt 2 ist LiPo. Da können wir wählen, was für ein LiPo wir fahren wollen. Ich nehme hier die Auto-Einstellung. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Feld, LiPo Cutoff. Ja, ein ganz wichtiges Thema. Da kann man auf jeden Fall was falsch machen. Das, wo es am meisten dran hapert, also wenn ihr hier, ja, wenn ihr das einstellt, dann habt ihr eh verloren, dann zieht der euch die Akkus komplett leer, da stoppt er gar nicht, bis die Akkus aufgeben. Also das auf jeden Fall nicht wählen. Auto Low, ja, das hatte ich auch schon mal gewählt. Da sind die allerdings unter 3 Volt. Also definitiv unter 3 Volt. Die kommen dann nochmal zu sich auf 3 Volt vielleicht, aber ja, der saugt die bis auf 3 runter. Beim Medium sollte das eigentlich 3,4 sein, aber da habe ich es auch schon geschafft, mit älteren Akkus die auf 3 runterzufahren. Deswegen nehme ich hier eigentlich immer die High-Einstellung. Das sollte bei 3,7 sein. Und ja, ihr habt dann auch nachher beim Storage-Laden keine Probleme. Ihr steckt den an. Also ich fahre die immer und lade dann noch 10 Minuten vielleicht auf Storage. Manchmal brauche ich 5 Minuten auf Storage und dann kann ich die auf Seite legen. Dann habe ich halt ein bisschen weniger Fahrspaß, aber schone dadurch halt die Akkus. Also ich würde immer empfehlen, auf High einzustellen. Einmal auf OK. So, dann 4, Temperatur. Ja, Temperaturabschaltung. Ich würde auf 105 Grad gehen, das reicht vollkommen aus. Bei 125 Grad, na, das ist schon arg an der Grenze. Das ist allerdings auch die Reglertemperatur, nicht die vom Motor. Die vom Motor kann er nicht erfassen. Also Reglertemperatur.
So, Motor Rotation. Ja, einmal in Drehrichtung, also im Uhrzeigersinn und einmal gegen Uhrzeigersinn. Das müsst ihr halt gucken, je nachdem, wie ihr die Stecker hier, ihr könnt die auch hier wechseln. Also die äußeren zwei wechseln, dann sollte das auch gewechselt sein. Ansonsten, ja, kann man es halt auch hier umstellen, in welcher Richtung der Motor drehen soll. BEC Volt. Ja, da müsst ihr gucken, was euer Servo so verträgt. Ihr könnt den auf 6 Volt, das vertragen eigentlich alle Servos. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit auf 7,4 zu gehen. Da müsst ihr schauen, welchen Servo ihr habt, ob er das aushält. Der könnte bei der Einstellung natürlich schmoren, wenn er nicht dafür ausgelegt ist. So, maximale Bremswirkung. Ja, da würde ich auf jeden Fall, ja, beim Speedrun gehe ich immer so auf die 80% hoch. Beim normalen Fahren würde ich eher hier so auf die 37,5, warum die auch immer 37,5 gewählt haben als Option. Beim Bashen würde ich da, beim Springen vor allen Dingen, würde ich auf jeden Fall das als Maximum einstellen, da wir bei 80, wenn wir dann in der Luft bremsen, das ist schlagartig, also das kann man dann nicht mehr kontrollieren, dann sackt der abrupt ein. Wenn die Räder in der Luft sind, haben die weniger Widerstand und die Bremse greift da richtig hart ein. Deswegen will ich beim Springen auf jeden Fall auf diesen Wert gehen. Ansonsten bin ich hier bei 50% bei der normalen Fahrt. 60 geht auch noch, aber 75 und 80, das ist schon echt hart. Auf einer Wiese bei 80 bremsen, da macht er einen Front-Backflip, Frontflip und ja, das ist schon zu stark, würde ich sagen. Rückwärtsfahren, maximale rückwärts, also da würde ich auch auf Maximum 50 gehen, da man rückwärts nicht so den Finger, ja, nicht so das Gefühl hat im Finger. Wenn man da auf 50 ist schon vollkommen ausreichend. 25 ist schon ein bisschen lahm. Also ich würde das auf 50 lassen, das ist schon ganz okay. Ja, der Punch, mein Lieblingseinstellung. Einige gehen davon aus, das habe ich auf jeden Fall so gelesen über Facebook, dass der Punch auch die Geschwindigkeit einstellt. Das ist vollkommen falsch. Der Punch ist nur halt der Drehmoment, den man am Start hat. Also wir haben die 150 Ampere von dem Regler, die der liefern kann. Kurzzeitig natürlich viel mehr, aber wir gehen jetzt von den 150 aus. Wir haben jetzt Punch 1. Das ist unser Bereich vom Gashebel. Wir drücken das Gas und der Punch ist auf 1 eingestellt und würde ja ungefähr jetzt so ansteigen. Das heißt, das Auto beschleunigt langsam. Wenn wir jetzt den Punch hochdrehen auf 5, dann haben wir so eine Kurve. Das heißt, wir sind viel früher an dem Punkt hier angelangt. Die Reifen werden voll angetrieben, der haut ihr am Anfang schon viel mehr rein. Aber das Ende, das bleibt auf jeden Fall auf einem gleichen Niveau. Daran ändert sich gar nichts. Ich denke, das ist so ganz verständlich. Ja, und als letztes haben wir die Einstellung, das ist, wenn man jetzt Gas gibt und vom Gas den Finger loslässt, dann kann man das so einstellen, dass der schon ein wenig bremst. Wir können hier auf wie viel Prozent? 10, 12, 14, 16, ja, 16% einstellen, aber ich habe das hier auf 0.
Ja, und damit wären wir dann auch schon am Ende von allem. Ja. Am Ende einmal OK. Und dann können wir den Regler auch schon wieder ausmachen und alles sollte programmiert sein. Ja, das waren meine Empfehlungen. Ja, meine Einstellung, so wie ich sie machen würde. Das ist natürlich von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich und ja, abhängig, wie man mit den Autos umgeht und was man so gern hat. Das kann sich natürlich jeder einstellen, wie er will. Das waren meine Empfehlungen. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.